Hallo und herzlich willkommen zu Inside AI, unserer Videoreihe zum Thema generative künstliche Intelligenz und den Chancen und Anwendungsbeispielen für die Industrie. In diesem Video möchte ich auf die unterschiedlichen Modalitäten der einzelnen Tools eingehen. Ich selber bin tatsächlich auf das Thema aufmerksam geworden, noch bevor ChatGPT veröffentlicht wurde, indem ich über diesen Artikel gestolpert bin, in dem beschrieben wurde, dass es jetzt möglich ist, Bilder von Menschen so zu generieren, dass man sie in beliebigen Kontext, in eine beliebige Situation setzen kann. Das heißt, man kann Bilder von Menschen auf Knopfdruck fälschen. Dann habe ich mich natürlich in das Thema ein bisschen eingelesen und habe das Naheliegendste getan, was man tun konnte. Ich habe ein Modell mit meinen eigenen Bildern trainiert und war in der Lage, plötzlich beliebige Bilder von mir selbst über dieses Modell zu erzeugen. Dabei handelt es sich um Stable Diffusion, das tatsächlich öffentlich verfügbar ist. Stable Diffusion 1.5. Mittlerweile gibt es die Version Stable Diffusion 2 bzw. Stable Diffusion XL. Und dieser Mechanismus des Trainings war tatsächlich von Google entwickelt und unter dem Begriff Google Dream Booth veröffentlicht. Mittlerweile gibt es noch ganz andere Arten, diese Modelle nachzutrainieren. Und es hat sich eine ganze Community darum gebildet, verschiedene Stilarten, verschiedene Personen in so ein Modell nachzutrainieren. Wir machen uns das Ganze eher scherzhaft zunutze, indem wir beispielsweise auf Social Media das einsetzen, um interessante, aufmerksamkeitserregende Bilder erzeugen, wie zum Beispiel Roman Dumitrescu, mein Chef, auf einem brennenden Stuhl, weil wir ihn auf den heißen Stuhl gesetzt haben und mit Fragen löchern wollten. Oder unser Institutsgebäude, das ich einmal in ein Spukhaus verwandelt habe zu Halloween oder mich selber in einer Halloween-artigen Umgebung. Das ist natürlich erstmal lustig und erzeugt ein bisschen Aufmerksamkeit, aber es gibt auch natürlich Anwendungsmöglichkeiten, die eher im professionellen Bereich anzusiedeln sind. Hier sehen wir einmal das Beispiel eines Möbelstücks. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe eine Zeichnung genommen von einem Sitzfenster, hier links zu sehen, und habe das als Referenz in Stable Diffusion reingegeben, zusammen mit einem Plugin, das sich ControlNet nennt, und war dann in der Lage, diese Strichzeichnung als Referenzbild zu nutzen und einfach über eine Texteingabe diese Strichzeichnung in ein 3D-Renderbild zu überführen. Und das Ganze dann entsprechend auf Knopfdruck und in beliebiger Anzahl möglich. Wenn wir uns das jetzt also einmal vorstellen, bislang hätte man so etwas in einem CAD-Programm erstellen müssen. Man hätte die Materialien anpassen müssen und das Ganze dann jeweils neu rendern müssen. Jetzt kann ich mir solche Bilder rein per Texteingabe erstellen lassen und habe so die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit sehr große und sehr viele Varianten durchzuprobieren. Das Ganze geht natürlich mit beliebigen Geometrien. Hier sehen wir einmal das Beispiel eines Hauses. Wenn man das als Referenzbild reinlädt, hier können wir einmal sehen, welche Referenzarten es beispielsweise gibt. Zum Beispiel die Umrisse des Hauses oder eine Tiefenkarte. Dann kann ich das Haus zum Beispiel mit einem Pool ausstatten. Ich kann das Haus mit einer ganz anderen Farbe anstreichen lassen. Die Geometrie bleibt aber entsprechend erhalten. Wir haben also entsprechend Kontrolle. Wir können das Bild in eine bestimmte Richtung steuern. Wenn wir uns anschauen, was es im Bereich Text-to-Image, das heißt Bildgenerierung über die Texteingabe, noch gibt, dann ist ein Modell, was auch sehr bekannt ist, Midjourney. Das ist ein Tool, das, würde ich sagen, aktuell mit die besten Ergebnisse liefert auf Basis von relativ kurzen Texteingaben. Man braucht also nicht besonders lange, eloquente Texteingaben mehr einzugeben, wie es zum Beispiel noch bei Stable Diffusion der Fall war, sondern man erhält bei der Eingabe Sleek Futuristic Product Photography of a Blue BMW zum Beispiel solche Bilder. Das ist natürlich schön und gut. Wenn ich aber das Ergebnis in eine bestimmte Richtung bewegen möchte, dann muss ich doch auf entsprechende Tools zurückgreifen, wie bei Stable Diffusion. Hier habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, ein echtes Bild von einem BMW zu nehmen, ein Referenzbild mir generieren zu lassen und kann auf Basis dieses Referenzbildes beispielsweise dann die Farbe ändern, rot, gelb, oder hier ist es einmal in einer anderen Referenzdarstellung als Segmentierung dargestellt. Hier habe ich dann deutlich mehr Möglichkeiten, natürlich die innere Geometrie entsprechend anpassen zu lassen, wobei man da auch ein bisschen davon abhängig ist, was das Tool entsprechend ausspuckt. Da hört es aber nicht auf. Wir haben auch beispielsweise das Thema
Text zu 3D-Geometrien. Und da wird es natürlich auch interessant, wenn wir an industrielle Use Cases denken. Das Thema CAD beispielsweise spielt natürlich weiterhin eine sehr große und wichtige Rolle in industriellen Wertschöpfungsprozessen. Und wenn wir uns einmal anschauen, was man jetzt machen kann, dann kann man sich vorstellen, dass vielleicht in Zukunft bestimmte Arbeitsschritte in der Modellierung über solche Tools ermöglicht werden können. Ja, wenn wir uns einmal anschauen, was man damit machen kann. Ich habe hier einmal die IKEA AR-App genutzt, um ein 3D-Modell in einem Raum zu platzieren. Habe dann einen Screenshot davon gemacht, diesen Screenshot in ein Tool geladen, was Stable Diffusion nutzt. Dann kann ich den Sessel einfach auswählen, mir eine Maske erstellen lassen und dann wirklich nur diesen Bereich verändern. Und das Ganze tatsächlich dann textbasiert. Ich kann beispielsweise eingeben, dass ich anstatt dieses gelben Sessels jetzt einen grünen Ledersessel sehen möchte, kann auch ein paar Einstellungen vornehmen, die bestimmen, wie das Referenzbild, also das Bild, was ich reingeladen habe, genutzt werden soll. Und dann kann ich per Knopfdruck tatsächlich die Gestalt dieses Sessels beeinflussen. Ich kann es als grünen Ledersessel ausgeben lassen oder beispielsweise hier als rosafarbenen Wollsessel oder. Ich habe also innerhalb kurzer Zeit die Möglichkeit, sehr, sehr viele verschiedene Varianten auszuprobieren. Auch das Thema Text zu Video ist nicht neu. Das gibt es jetzt seit einiger Zeit. Hier sind einige etwas ältere Beispiele, an denen man auch sehen kann, dass es noch nicht wirklich wie ein echtes Video aussieht, man aber schon eine Bewegung sehen kann. Es gibt verschiedene Ansätze, die die unterschiedlichen Modalitäten miteinander verknüpfen. Und dann können wir beispielsweise auch solche Dinge durchführen. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Tommy Falkowski. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer Institut für Entwurfstechnik Mechatronik in Paderborn. Bonjour, je m'appelle Tommy Falkowski. Je suis chercheur à l'Institut Fraunhofer de Conception Mécatronique, situé à Paderborn en Allemagne. 一天，我的名字是 Tommy Falkowski。我是帕德波恩弗劳恩霍夫设计技术机械工程研究所的科研人员。之前在帕德伯恩大学。Ich habe also die Möglichkeit, auf Knopfdruck ein Video in eine andere Sprache übersetzen zu lassen und die Lippenbewegung wird sogar auch angepasst, sodass es aussieht, als würde ich diese Fremdsprache sprechen. Und das Ganze ist tatsächlich ein One-Click-Tool. Ich lade also das Video hoch und wähle die Zielsprache aus. Im Hintergrund sind natürlich diese verschiedenen generativen KI-Modelle miteinander verknüpft. Das heißt, wir haben im ersten Schritt die Übersetzung von gesprochener Sprache in geschriebenen Text, das Thema Speech-to-Text, beispielsweise über so etwas wie das Whisper-Modell von OpenAI. Dann wird die transkribierte Sprache in die Zielsprache übersetzt. Das Ganze kann entweder mit bisherigen Übersetzungstools erfolgen, aber auch mit Sprachmodellen wie dem GPT-Modell bzw. mit ChatGPT übersetzt werden. Dann wird per Text-to-Speech eine neue Tonspur erzeugt und das Besondere dabei ist, dass meine Stimme geklont wird. Das heißt, meine Stimme wird genutzt, um eine Tonspur in einer Fremdsprache zu erzeugen, die aber meine Stimmfarbe nutzt. Und im letzten Schritt wird dann noch die Lippenbewegung entsprechend angepasst. Das Ganze entsprechend verkettet, aber so, dass das Endergebnis tatsächlich extrem gut schon aussieht. Ein weiteres Beispiel für das Thema Text-to-Video ist Pika Labs. Und da gibt es jetzt die Version 1, die beispielsweise solche Videoschnipsel erzeugen kann. Und da gibt es verschiedene Anbieter, beispielsweise Runway ML ist ein weiterer Anbieter. Und teilweise hat man da dann auch die Möglichkeit, Bewegungsrichtungen vorzugeben innerhalb dieses Videos. Das heißt, die Tools werden tatsächlich immer besser und die Innovationsgeschwindigkeit ist enorm. Eine weitere Möglichkeit, die es jetzt seit einigen Monaten gibt, ist die Möglichkeit, Bilder in ChatGPT hochzuladen und das Modell kann diese Bilder analysieren und tatsächlich auch verstehen, was in diesen Bildern abgebildet ist. Hier zum Beispiel habe ich eine von unseren Präsentationsfolien zum Thema Machine Learning hochgeladen und ChatGPT gebeten, mir das Bild zu erklären, als wäre ich ein 15 Jahre alter Schüler. Und das Modell analysiert das Bild, kann sehen, was im Bild geschrieben ist und kann mir das Bild entsprechend detailliert, wie hier zu sehen, erklären. Das Ganze basiert auf dem GPT-Vision-Modell, was tatsächlich nochmal ganz andere Anwendungsfelder eröffnet.
ball like a magician on the field, dodging 1, 2, 3. Hier sehen wir noch ein weiteres Beispiel. Look at him go. The crowd is roaring. Can you believe this? He's taken on the whole defense. He's a one-man show, ladies and gentlemen. He shoots. Goal! Messi, Messi, Messi! Unbelievable. Was hier gemacht wurde, hier wurden die einzelnen Frames dieses Videos in das GPTV-Modell hochgeladen. Das Modell hat die einzelnen Bilder analysiert und daraufhin einen Kommentar für diesen Ausschnitt geschrieben. Dann über Text-to-Speech wurde das Ganze vertont und wir haben quasi einen AI-Kommentator, der diesen Spielausschnitt kommentieren kann. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, abonniert gerne unseren Kanal, lasst uns einen Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal.